Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Um was geht es in diesem Video? In diesem Video werden wir uns ein paar eurer Fragen widmen, die aus den letzten Videos und Webinaren hervorgegangen sind. Unter anderem gab es die Frage, wo finde ich denn eigentlich Software und Informationen von Karel? Und genau das werden wir uns in diesem Video detailliert anschauen. Eine weitere Frage könnte natürlich auch sein, gibt es einen Ort, wo ich alle Informationen zu Produkten und wo ich auch Software finden kann? Die Antwort ist ja, nicht so überraschend, dafür machen wir das Video. Und die Antwort lautet, das heißt KSA. KSA ist unsere Plattform für Informationen und Software. Wie sieht das Ganze aus? Das ist ganz einfach. Das schauen wir uns mal direkt an. Ihr merkt, wir gehen direkt in den Browser und dort geben wir ksa.karel.com ein und landen auf dieser Seite. Ich nehme mal einen Account, den ich bereits angelegt habe. Im nächsten Video werden wir uns anschauen, wie lege ich einen Account an oder wie bekomme ich Zugang dazu. Aber jetzt nehmen wir erstmal, was da ist. Und das, was ihr hier seht, ist ein Standard-Account. Also wenn ihr euch jetzt oder morgen anmeldet, wird das sehr wahrscheinlich so oder so ähnlich aussehen. Es gibt noch wesentlich mehr Informationen, die sich in diesem KSA verbergen. Auch ich als Karel-Mitarbeiter habe einen eigenen KSA-Account. Der sieht ein bisschen anders aus als das, was wir hier sehen. Wir haben dort wesentlich mehr von diesen Kacheln, sage ich jetzt mal. Aber grundsätzlich, die Struktur ist die gleiche. Und das, was wir hier sehen, ist auch bei allen erst einmal gleich, diese Basics. Und da würde ich sagen, gucken wir uns mal die Basics an. Was ist das denn eigentlich? Wir haben zum einen hier diesen Bereich mit den am meisten gedownloadeten Dateien. Also da könnt ihr sehen, was passiert momentan sehr oft. Momentan ist der Pico Manager ziemlich gefragt, Winload und auch da nochmal ein Pico Manager von einer anderen Software. Die zuletzt hochgeladenen Dateien sehen wir hier auch, also auch Deklarationen und solche Sachen. Hier an der Seite sehen wir die News, also welche Produkte sind jetzt, oder welche Mitteilungen sind jetzt aktuell neu. Und hier haben wir wieder unsere Kacheln. Ihr merkt, diese Kacheln, die wir hier haben, das sind auch die Hauptinformationsfelder, haben wir hier oben in der Menüleiste auch noch mit drin. Also ob ihr hier unten draufklickt oder da oben draufklickt, ihr kommt an denselben Ort. Weil es einfacher zu sehen ist, werfen wir jetzt mal einen Blick unten auf Software und Support, auf die Kachel drauf und gehen dort mal hinein. Und das, was wir da sehen, sind vor allen Dingen Software. Einmal Desktop-Applikation, was das ist, können wir beim nächsten Mal vielleicht noch drüber sprechen. Konfigurations- und Updating-Software. Das ist ein Part, den solltet ihr im Gedächtnis behalten, weil dort findet ihr, wie es schon der Name sagt, Konfigurations- und Updating-Software. Ob es jetzt der VPN-Manager ist oder der Rack-Manager oder was auch immer ihr sucht an Software, um mit Reglern zu arbeiten, ihr werdet es dort aller voraussichtlich finden. Connectivity, ja, alles, was sich mit dem Thema Connectivity auseinandersetzt, da werden wir dann auch nochmal im Detail reingucken. Power Plus bzw. DC Variable Speed Technology, dort findet ihr die Drehzahlregler. EXV-Systema, was wir dort drin finden, hat alles mit den Expansionsventilen und dem ganzen Universum rund um Expansionsventile zu tun. Im Detail gucken wir auch beim nächsten Mal nochmal mit rein. Ihr findet dort aber unter anderem auch das CPQ oder einen Link dazu, zu unserem Auslegungstool für Expansionsventile. Und ihr findet auch für den EVD zum Beispiel dort die Firmware-Updates und weitere Informationen, die dazu gehören. Pico Web, PicoNet, das ist aus dem Bereich Pico CPico, die Webkarten vor allen Dingen. Informationen dazu werden wir auch nochmal reinschauen. Dann gehen wir nochmal zurück zur Übersicht, werfen einen Blick auf Supervisory. Ihr seht, hier geht es um alles, was mit Überwachung bzw. Monitoring-Systemen zu tun hat. Angefangen vom Boss bis Terra runter ist da alles mit drin.
Von Software bis FAQs findet ihr dort alles in diesen Ordnern. Marketing. Ja, Advertisements sagt schon relativ viel. Schauen wir uns auch nochmal an. Join the Evolution, das ist eine Marketingkampagne für elektronische Expansionsventile. Auch da findet ihr schön gebündelt viele Informationen und das werden wir uns auch nochmal anschauen. Und zu guter Letzt Approval Certifications, die Approval Marks und Declarations. Wenn ihr mal ein Zertifikat oder etwas in dieser Richtung sucht, dort findet ihr die Informationen. Wie das im Detail aussieht, werden wir in diesem entsprechenden Video, also das letzte Video aus dieser Reihe, uns dann auch nochmal anschauen. So viel zur Übersicht vom KSA. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur die Frage jetzt zum Schluss, was kommt in den nächsten Videos dran? Direkt im nächsten Video werden wir uns anschauen, wie komme ich denn eigentlich an diesen KSA-Account ran? Was brauche ich dafür? Wie funktioniert das? Danach werden wir Stück für Stück durch die einzelnen Teile vom KSA durchgehen und mal schauen, was verbirgt sich denn da so wirklich drin. Jetzt haben wir uns nur einen Überblick verschafft und in den nächsten Videos werden wir dann in die Details reingehen und uns da alles nochmal in Ruhe anschauen. Also bleibt gespannt und wir sehen uns im nächsten Video.